Das Hubble-Weltraumteleskop hat seinen wissenschaftlichen Betrieb wieder aufgenommen. Dafür übermittelt Voyager 1 keine Forschungsdaten mehr zur Erde. SpaceX plant 100 Starts im Jahr allein von Vandenberg und arbeitet an den Lizenzen für Starship Start Nummer 3 und 4. Losgehen soll es im ersten Quartal 2024. Starship 28 Weihnachtsparade zum Startplatz. Falcon 9 Booster sollen für 30 Wiederflüge qualifiziert werden. SpaceX-Bewertung schießt auf 180 Milliarden $. Eine starke Sonneneruption gibt Ausblick auf das Weltraumwetter der nächsten Monate. Erste rein europäische Weltraummission bereit für Start, eventuell vom neuen SpaceX-Pad. Roskosmos plant Entlassung von 2/3 seiner Belegschaft. Das chinesische Raketen-Startup iSpace hat erneut einen kurzen Testflug für Wiederverwendung mit seiner Hyperbola 2Y durchgeführt. Indien zeigt Konzept seiner wiederverwendbaren Trägerrakete. Bei Blue Origin gibt's starke Aktivität an der Startanlage. Die von Airbus in Bremen gebaute private Raumstation Starlab soll kommen. Bei einem Langzeitfeuertest der Ariane 6 Oberstufe gab es einen vorzeitigen Abbruch. Dem ersten Flug der Vulcan Centaur Rakete steht nach NASA-Generalprobe nun nichts mehr im Weg. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Neuigkeiten über SpaceX und deren Starship-Programm. Wie ich von Felix von What About It weiß, arbeitet SpaceX daran, Startlizenz für nicht nur den 3., sondern auch schon den 4. Starship-Start zu erhalten. Diese Missionen sollen dann Technologien testen, die für das Human Landing System Programm, also die Mondlandefähren im Artemis-Programm der NASA wichtig sind. Kathy Lüders, die ehemalige Chefin für bemannte Raumfahrt bei der NASA und jetzt Starbase-Managerin bei SpaceX, gibt als Startfenster für den nächsten Starship-Start das erste Quartal 2024 an. Der beste Kandidat für den nächsten Starship-Start ist Starship 28 und Booster 10. Starship 28 ist nun in einer kleinen Weihnachtsparade zum Startplatz gebracht worden und wartet hier jetzt auf weitere Tests. Booster 10 wurde diese Woche in den Rocket Garden neben den Bauplatz gebracht, der neben der Ausstellung von veralteter Hardware seit diesem Jahr auch vermehrt als Raketenparkplatz genutzt wird. So stand Booster 10 diese Woche neben Booster 4, der ja ursprünglich mal als erster Flugbooster geplant war und dann von Booster 7 überholt wurde. Der direkte Vergleich von Booster 4 mit Booster 10 zeigt sehr gut, wie viele Fortschritte man bei der Fertigung und dem Design bei SpaceX gemacht hat. Wie die lokale Online-Zeitung Newshawk berichtet, will SpaceX die Starts von der Westküste drastisch erhöhen. Nate Jansen, Betriebsleiter von SpaceX auf der Vandenberg Space Force Base, sagte laut Newshawk, SpaceX werde Vandenberg auf ein Niveau bringen, das die Region so noch nicht gesehen hätte. Nach 30 Starts in diesem Jahr sollen es nächstes Jahr 50 und 2025 sogar 100 Starts von Vandenberg allein werden. Da geht es erstmal um Falcon 9 Starts, obwohl es Gerüchte gibt, Starship solle auch einmal von der Westküste starten und SpaceX habe dafür den ehemaligen Space Shuttle Startplatz von ULA übernommen, der aber nie Space Shuttle Starts gesehen hat. Die hohe Falcon 9 Startrate auch von Vandenberg halte ich für durchaus realistisch, auch wenn wir uns die Vielzahl an Konstellationen abseits von Starlink anschauen, die jetzt aufgebaut werden soll. Von Vandenberg sind es auch keine 300 Kilometer bis zum SpaceX Hauptquartier in Hawthorne, Kalifornien. So eine hohe Startrate kann unter anderem deswegen erreicht werden, weil die Booster eben nicht immer neu gebaut werden müssen. Ursprünglich für 10 Wiederflüge designt, wurden sie mittlerweile für 20 Wiederflüge qualifiziert. Nächstes Jahr möchte SpaceX untersuchen, ob man die Zahl sogar auf 25 bis 30 erhöhen kann. Total verrückt, obwohl SpaceX das bereits seit 2015 macht oder da zum ersten Mal demonstriert hat, kann das bis heute sonst niemand. Konkurrenzlos, das führt natürlich auch zu astronomischen Bewertungen. Nach Michael Sheets von CNBC soll die Bewertung von SpaceX jetzt 180 Milliarden US-Dollar erreicht haben. SpaceX, das wird nicht frei an der Börse gehandelt, sondern nur ein bestimmter Personenkreis hat Zugang zu Anteilen. Darunter neben Großinvestoren wie Elon Musk selbst auch Mitarbeiter und ehemalige. Bei geschlossenen Verkaufsevents können diese Anteilseigner dann ihre Beteiligung zu Geld machen. Ob die Bewertungen dann einer realistischen Marktbewertung entsprechen, das kann ich euch nicht sagen, aber ich finde trotzdem solche Zahlenspiele unheimlich spannend. Übrigens, 180 Milliarden, das sind etwa 25 ESA-Jahresbudgets, die aktuell ausgegeben werden und spricht vielleicht ein bisschen dafür, dass wir in Europa sehr, sehr wenig Geld für Raumfahrt ausgeben. 180 Milliarden übrigens ebenfalls spannend, das wäre mehr als das gesamte Vermögen von Jeff Bezos. Der soll es grob auf 170 Milliarden US-Dollar bringen. Jeff Bezos, der war diese Woche im Podcast von Lex Fridman und hat dort unter anderem über SpaceX und Blue Origin gesprochen. Wie vermutlich alle Beobachter sagt er auch selbst, dass Blue schneller werden muss und das auch werden wird. Blue Origin soll der Hauptgrund gewesen sein, warum er sich aus der Führung von Amazon zurückgezogen habe. Wir wissen allerdings, bis heute hat das gegenüber SpaceX ja etwas ältere Blue Origin trotz der 10 bis 20 Milliarden, die Bezos
aus seinem eigenen Geld in die Firma gesteckt haben soll, keine einzige Rakete in den Orbit gestartet. SpaceX wird in den kommenden Wochen sicher die 300er-Marke reißen, also 300 erfolgreiche Orbitalstarts. So gern ich die Erfolge von SpaceX als Erfolge für die gesamte Raumfahrt mitfeiere, so sehr wünsche ich mir, dass es einen ernstzunehmenden Konkurrenten gibt. Monopol, das ist ja nie gut. Blue Origin ist da aktuell vermutlich der einzige Kandidat, der da in Frage kommt. Das Hubble-Weltraumteleskop hat seinen wissenschaftlichen Betrieb wieder aufgenommen. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass eines der Gyros ausgefallen ist. Das geht wohl wieder. Und da ist auch eine Korrektur fällig. Ich hatte die Pressemitteilung nämlich falsch übersetzt. Nicht einer der Control-Moment-Gyros ist ausgefallen, sondern ein Gyroskop. Also ein Instrument, um die Drehrate zu bestimmen. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen. Ja, diese Gyros von Hubble, die sind mechanisch. Heute werden oft optische Systeme eingesetzt. Stichwort Ringlaserkreisel. Ringlaserkreisel, das ist ein hochpräzises Instrument, mit dem man noch viel genauer die Verdrehung eines Objekts relativ zur initialen Lage bestimmen kann. Im Gerät zirkulieren zwei gegenläufige Laserstrahlen. Ein Teil der Laserstrahlen, der wird ausgekoppelt und auf einem Sensor zur Überdeckung gebracht. Wenn das System sich dann dreht, dann ändert sich die Zeit, die die Laserstrahlen benötigen, um zum Sensor zu gelangen. Der eine Weg wird länger, der andere kürzer. Diese Veränderung, die kann ich dann in der Veränderung des Wellenmusters, der Interferenzstreifen, messen. Also nicht ich, sondern eine schlaue Elektronik, die von noch viel schlaueren Menschen erdacht wurde. Ach, da habe ich direkt wieder Lust auf eine Technik-Episode. Keine Angst, die kommen wieder. Wir haben uns seit Sommer nun erstmal auf die News konzentriert. Das war auch ein voller Erfolg. Von durchschnittlich 30.000 Views in jeder News sind wir durch diesen Fokus mittlerweile bei durchschnittlich 70.000 Views pro News gekommen. Mega cool, vielen Dank an alle treuen Zuschauer und herzlich willkommen alle neuen Senkrechtstarter. Die 1977 gestartete Voyager 1 Sonde und ihr Zwilling Voyager 2 sind ja die beiden am längsten in Betrieb befindlichen Raumsonden überhaupt. Voyager 1 ist jetzt aktuell aber nicht in der Lage, Forschungsdaten an die Erde zu übermitteln. Die Kommunikation, die ist nicht gestört, sondern eines der Computersysteme ist gestört. Fun Fact, die Signale sind sogar mit Lichtgeschwindigkeit 22,5 Stunden in jede Richtung unterwegs, weil die Sonde mehr als 24 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist. Das Licht von der Sonne zur Erde braucht übrigens über 8 Minuten. Die Sonne, die hatte am 14. Dezember eine starke Sonneneruption. Es war eine der stärksten jemals beobachteten, wie hier vom Solar Dynamics Observatory der NASA. Diese Ereignisse, die können extrem gefährlich für Satelliten, aber auch Astronauten sein. Aber auch auf der Erde kann es zum Ausfall von Funkverbindungen kommen. Da ist die Vorhersage von Weltraumwetter auch ein Riesenthema in der Raumfahrt. Die Firma Axiom Space bereitet sich auf ihre dritte private Astronautenmission zur ISS vor. Aktuell ist der Falcon 9-Start mit Crew Dragon für den 9. Januar geplant. Ich hatte schon darüber berichtet, der Startplatz für die Mission, der steht immer noch nicht fest. Bisher haben ja alle Crew Dragon-Missionen den Startkomplex 39A im Kennedy Space Center genutzt. Aber SpaceX könnte laut eigenen Angaben auch den Space Launch Komplex 40 in der Cape Canaveral Space Force Station nutzen. Dieser seit Jahren von SpaceX genutzte Startplatz hat die Infrastruktur für Dragon-Starts erhalten und die abschließenden Arbeiten, die sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen sein und dann die endgültige Abnahme durch die NASA erhalten. Durch die Verschiebung des Falcon Heavy Starts, der ja auch nur vom Pad 39A möglich ist, ergibt sich mit dem Falcon 9 Start am 12. Januar mit dem Mondlander von Intuitive Machine ein Konflikt. Der IM-1-Mondlander, der muss nämlich auch von 39A starten, weil nur hier die Infrastruktur vorhanden ist, um den Lander kurz vor dem Start zu betanken. Aber zurück zur Axiom 3 Mission, die wird ja von Michael Lopez Alegria kommandiert, der neben der US-Staatsbürgerschaft auch die spanische hat. Der ist der Chefastronaut von Axiom und ehemalige NASA-Astronaut, der auch ja den ersten Axiom-Flug geleitet hat. Walter Veladei, ein italienischer Astronaut, wird als Pilot fungieren. Der ESA-Reserveastronaut Markus Wandt aus Schweden ist als Missionsspezialist dabei, ebenso wie Alper Gezeravci aus der Türkei. Ich hoffe, die Namen habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen. Damit wird die 14-tägige Axiom 3 Mission übrigens die erste rein europäische Raumfahrtmission der Geschichte. Bevor Axiom 3 jedoch zur ISS starten kann, muss der vorgesehene Dockingport der ISS dafür freigemacht werden, denn derzeit hängt dort noch die Cargo Dragon CRS 29, der eigentlich am Donnerstag hätte abdocken sollen und am Freitag vor der Küste Floridas hätte wassern sollen. Schlechtes Wetter an der Landestelle verhinderte dies jedoch bisher und das Abdocken ist derzeit nicht vor Sonntagabend vorgesehen. Flüge zur ISS, da sind wir beim Thema. Ich hatte letzte Woche schon darüber berichtet, der erste Cygnus-Raumfrachter, der mit SpaceX zur ISS fliegt, das ist NG-20, ist auf dem Weg zum Kennedy Space Center. Es wird der erste von 3 vereinbarten Starts vom Cygnus von Northrop Grumman mit einer Falcon 9. Der Start soll ab dem 29. Januar erfolgen. Die ISS ohne Russland undenkbar. Die westliche Erfahrung mit Raumstationen, die war in den 90er Jahren ein schlechter Witz. Aber wir hatten ja schon oft darüber berichtet, mittlerweile geht es der russischen Raumfahrt überhaupt nicht gut.
Wie Anatoly Sack von Russian Space Web berichtet, gibt es Pläne, 400 der 600 Arbeitsplätze bei Roskosmos in Moskau zu streichen. Aktuell sollen es wohl erstmal 200 Entlassungen werden. Es muss nicht unbedingt das Ende sein. Ziehen wir da einen Vergleich zu den 90ern. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte Roskosmos zeitweise nur 150 Mitarbeiter und war trotzdem in der Lage, die Entwicklung der ISS zu managen. Aber sehr bedauerlich, die Stelle von Sergei Krikaljov, die Verbindungsperson von Roskosmos zwischen ISS-Partner NASA, ESA und JAXA, die soll auch wegfallen. Die Starts der vergangenen Woche am 14. Dezember ist vom Jiuquan-Satellitenzentrum in China einer Langer Marsch 2F gestartet. An Bord befand sich das chinesische wiederverwendbare Raumflugzeug oder ein Raumgleiter, über den nicht so wirklich viel bekannt ist. Am 15. Dezember ist von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland endlich wieder ein Elektron-Start erfolgt. An Bord befanden sich mit der Mission The Moon God Awakens ein Radar-Erdbeobachtungssatellit. Es war der erste Start der Elektron nach dem Fehlstart am 19. September und der 42. Elektron-Start für Rocket Lab. Am 15. Dezember ist von Wengchang in China eine Langer Marsch 5 gestartet, aktuell die potenteste Rakete in China, die ja auch alle Module der Raumstation zum Beispiel gestartet hat. An Bord befindet sich mit Yaogan 41 ein vermutlich sehr großer Erdbeobachtungssatellit für den GEO, also militärischer Erdbeobachtungssatellit. Am 16. Dezember ist vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan eine Soyuz 2.1b mit Fregatt-Oberstufe gestartet. An Bord befand sich der russische Wetterbeobachtungssatellit Arctica M Nummer 2. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, soll laut Next Spaceflight vom Jiuquan-Satellitenstartzentrum in China eine Feststoff-Hyperbola-1-Rakete des Raketenstartups iSpace gestartet sein. An Bord eine mir unbekannte Nutzlast. SpaceX hatte diese Woche kein Glück. Der Falcon Heavy Start mit dem Raumgleiter für die US Space Force, der wurde auf den 29. verschoben und der geplante Starlink-Start wurde wegen schlechtem Wetters im Atlantik ebenfalls verschoben. Hier geht es primär um die Bedingungen für die Landung der Booster bzw. um die dann heimbringen zu können bei schlechtem Wetter. Das chinesische Raketenstartup iSpace, Achtung, nicht mit der Mondlandefirma aus Japan verwechseln, die heißt unvorteilhafterweise genauso. Dieses iSpace jetzt aus China, das hat am 10. Dezember einen erfolgreichen Testflug mit seiner Hyperbola 2Y durchgeführt. Die Rakete hob von Jiuquan in der Wüste Gobi ab und flog etwa 340 Meter hoch, bevor sie dann in unmittelbarer Umgebung neben dem Startplatz landete. Es war bereits der zweite Testflug, wie ich ja schon berichtet hatte, flog die erste Rakete am 2. November das erste Mal mit 170 Metern erfolgreich ihren etwas kleineren Hüpfer. Nächstes Jahr ist ein Test von See geplant. Die Testergebnisse, die sollen dann in die Entwicklung der teilwiederverwendbaren Hyperbola 3 Rakete fließen. Die soll 2025 starten. Sprachbarriere, aber natürlich auch die Vielzahl an Firmen. Ich muss sagen, ist auch für mich schwer, den Überblick in der chinesischen Raumfahrt zu behalten. Aber mir fallen mit Landspace, Caspace und der staatlichen CASC mindestens 3 weitere Firmen ein, die solche Tests durchführen und in den nächsten 2 Jahren wiederverwendbare Trägerraketen einführen wollen. Gleichfalls in Indien arbeitet man an einer wiederverwendbaren Trägerrakete. Wie die inoffizielle Seite ISRO Spaceflight berichtet, hat der Leiter der indischen Raumfahrt Dr. Somanath folgende Folien zu dem Konzept geteilt. Neben Nutzlasten für den Leo und Geo sollen sie auch einmal für Crew genutzt werden. Man beachte die Wahl des Treibstoffs Methan und Sauerstoff, Novum für die indische Raumfahrt. Ebenso die dreistufige Ausführung ist interessant. Energetisch sind ja dreistufige Raketen eine super Sache. Oft jedoch entscheidet man sich aus Kosten- und Komplexitätsgründen dann für nur 2 Stufen. Für hochenergetische Orbits bei der 3. Stufe eine Option auf Wasserstoff zu haben, ist auch nicht so doof. Weiter fällt auf, die Rakete ist relativ schwer und groß, was aber typisch für die indische Raumfahrt ist. Ich bin gespannt, was aus dem Konzept wird. Wie SpaceNews.com berichtet, haben die US-Firmen Orbit Fab und das japanische iSpace eine Kooperation für die Nutzung von auf dem Mond hergestellten Treibstoffen geschlossen. iSpace, die kennen wir ja von der gescheiterten Mondlandung am 25. April. Das soll dann ja Ende nächsten Jahres klappen. Orbit Fab wiederum war mir aufgefallen, weil sie für das US-Militär die Betankung von geostationären Satelliten demonstrieren sollen. Und das mit Hilfe eines alten Bekannten, nämlich von Impulse Space, dem Unternehmen von Tom Muller, der wiederum Vater ist von SpaceX Merlin und Draco-Triebwerken. On-Orbit Servicing, also die Bereitstellung von Dienstleistungen für Satelliten, die wird meiner Meinung nach eines der heißen Themen in nächster Zeit werden, wenn dann die neuen Schwerlastraketen wie Starship einsatzbereit sind. Erstens, weil es dann noch viel mehr Kunden für diese Dienste geben wird. Zweitens, weil es dann Ausgangsorbits geben wird, die gut erreichbar sind und aus denen das Starship aber auch gut wieder zur Erde zurückkehren kann. Ja, und in die man dann einfach viel Satelliten und Treibstoff bringen kann und dann braucht man halt einen Dienstleister, der dann diese Materialien in die Zielorbits bringt.
Aber zurück zu der angekündigten Kooperation. Langfristig will Orbit Fab die iSpace Mondlander betanken und iSpace wiederum soll Orbit Fab dabei unterstützen, Treibstoff für Treibstoffshuttles und Depots auf dem Mond zu beschaffen. Während iSpace sich derzeit auf Mondlieferung und Mondinfrastruktur konzentriert, plant das Unternehmen mittelfristig die Gewinnung von Mondressourcen, was sehr gut mit dem erwarteten Bedarf von Orbit Fab an Ressourcen übereinstimmt. Dies könnte langfristig zur Herstellung verschiedener Treibstoffarten aus dem auf dem Mond gewonnenen Material führen. Tatsächlich ist es, was den Energiebedarf angeht, auch deutlich leichter, Treibstoff vom Mond zu einem Erdorbit zu bringen, als vom Erdboden aus. Das vernachlässigt natürlich das Problem, den Treibstoff erstmal herstellen zu müssen. Die US Space Force hat am 8. Dezember offiziell ihre erste Einheit speziell für Europa und Afrika aktiviert. Und da sich der Hauptsitz in Ramstein bei Kaiserslautern befindet, definitiv auch ein Punkt für unsere News. Der Fokus der neuen Einheit, der soll auf dem Schutz von Weltraumressourcen liegen und auf der Unterstützung von Verbündeten und Partnern mit weltraumspezifischen Informationen. Der Weltraum hat eine enorme strategische Bedeutung bekommen und damit auch ein ganz neues Interesse der Politik ausgelöst. Ja, und nicht uninteressant, dass sich Ägypten dem von China geleiteten internationalen Lunar Research Station Programm angeschlossen hat. Das wird ja so als Gegenprojekt zu den Artemis Accords der NASA verstanden. Apropos Artemis, genau vor einem Jahr, am 11. Dezember 2022 ist Artemis 1 zur Erde zurückgekommen. Dazu hier meine Adventskerze der Woche. Auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR könnt ihr euch den Wiedereintritt und die Wasserlandung des Orion-Raumschiffs noch einmal in Echtzeit mit Ton anschauen. Das war ja live so nicht möglich, Stichwort Funk-Blackout. Bei Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, tut sich was. An der Blue Origin Startanlage auf Launch Complex 36 kann aus der Luft vermehrt Aktivität beobachtet werden. Shoutout geht an Harry Stranger von Space from Space für die Zusammenstellung. Seinen X-Account, den verlinke ich hier unter dem Video. Apropos Amazon, bisher hatten wir ja überhaupt keine Informationen über die Amazon Kuiper-Satelliten. Jetzt ist ein Onboard-Bild von einem Satelliten aufgetaucht. Veröffentlicht von dem australischen Anbieter für Nicht-Erdbeobachtung HEO. Die Firma HEO ist darauf spezialisiert, Satellitenbetreiber mit Bildern ihrer Satelliten aus dem Orbit zu versorgen, wenn die Betreiber Probleme haben und ein Bild von außen wünschen oder proaktiv zum Beispiel auf diese Betreiber zuzugehen und zu sagen, hey, dein Satellit, der sieht irgendwie komisch aus, wollt ihr vielleicht mal draufschauen. Da steht aber auch eine enorme strategische Bedeutung dahinter. Mit vielen privaten Anbietern von Erd- und Nicht-Erdbeobachtungsservices hat das US-Militär Deals, dass sie die Daten zuerst sehen dürfen und im Zweifelsfall auch extra Geld springen lassen, damit bestimmte Bilder nicht veröffentlicht werden. Aber zurück zu Blue Origin. Ganz interessant vielleicht, dass die Webseite für das von Blue Origin geführte Orbital Reef seit letzter Woche keine eigenständige Webseite mehr ist, sondern jetzt nur noch unter Reisezielen auf der Webseite von Blue Origin führt. Manchmal kann man ja Änderungen in Programmen oder in der Organisationsstruktur von Unternehmen anhand solcher Details antizipieren. Ein Vögelchen hat mir übrigens gezwitschert, dass die unter anderem von Airbus in Bremen gebaute private Raumstation Starlab kommen wird. Da muss ich unbedingt mal wieder vorbeischauen und ja, vielleicht kriegen wir ein paar Insights. Nicht so erfreulich, es gab am Oberstufenteststand der Ariane 6 in Lampolzhausen bei einem Langzeitfeuertest der Oberstufe einen Zwischenfall und der Test musste nach 2 Minuten vorzeitig abgebrochen werden. Noch weiß ich nichts Genaues, aber ich werde euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Der Erstflug der Vulcan Centaur-Rakete von United Launch Alliance wurde auf Anfang 2024 verschoben. Ursprünglich für den 24. Dezember geplant, gab es eine Reihe von Problemen während einer Wet Rest Rehearsal, also einer sogenannten nassen Generalprobe. Da wird ja das Betanken der Rakete durchgeführt. Im Prinzip wird ja die komplette Startprozedur bis kurz vor der Zündung der Triebwerke durchlaufen. Am Ende der Woche gelang dieser Test dann aber doch und laut ULA-CEO Tory Bruno steht einem Start des Peregrine-Landers mit der Vulcan zum nächsten Startfenster am 8. Januar nun nichts mehr im Wege. Die Vulcan Centaur wird auf ihrem Jungfernflug den Peregrine-Lander von Astrobotic als Hauptnutzlast tragen. Peregrine könnte ja der erste kommerzielle Lander sein, der erfolgreich auf dem Mond landet. Also nicht als Krater. Das haben schon vorher welche geschafft. Ganz spannend, Astrobotic hat jetzt etwas zu den Startkosten gesagt. Sie sollen einen Bruchteil dessen ausmachen, was es sonst kosten würde. Laut Astrobotic sei man natürlich mit dem Start auf einem Jungfernflug ein gewisses Risiko eingegangen, aber man fühle sich bei ULA sehr gut aufgehoben. Kann ich nachfühlen, ULA ist, soweit ich weiß, der einzige Missionsanbieter mit 100% Missionserfolgsrate und keinem einzigen Fehlstart in seiner Firmengeschichte. Wenn wir bei 100% Erfolgsrate sind, da geht wieder ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, also alle, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Ihr macht diesen Nischenkanal möglich. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die deutsche Sprache für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank.
War wieder eine aufregende Woche, daher die kommenden Starts wieder nur im Schnelldurchgang. Am 18. Dezember soll eine Falcon 9 starten von Cape Canaveral. Sie hat Starlink-Satelliten an Bord. Ebenfalls am 18. Dezember startet von der Corn Ranch in Texas die New Shepard-Rakete. An Bord befinden sich die wissenschaftlichen Nutzlasten von NS-24. Es ist der erste Flug seit der Außerdienststellung nach dem Zwischenfall im letzten Jahr. Am 22. Dezember wird von Cape Canaveral eine weitere Falcon 9 starten. An Bord befindet sich der schwedische Ovzon 3 Kommunikationssatellit für den GEO. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Maschinen gleich bleiben, dein Mo.